Schöner Sommer ist in jeder Mein. Ich könnte Ihnen alle war herzlich willkommen von dir, war diesen Sonntag zu feiern und dort mit Gottesdienst und einander zu begrüßen und ja Gott sein Wort zu kommen, am anzubeten und das ist wunderschön, nicht? So, sehr willkommen. Jeder einer, der hier von dir gekommen ist, ich sage das von dir, ist ein bisschen laden, aber ich freue mich, dann jeder einer, der gekommen ist, und ich sage auch dort, Harmoniereps war das 3 hier so in Mexiko sind, sehr willkommen war hier so in unserem Meer. Und so auch uns, wir immer, du hier bist, willkommen hier. Und auch willkommen zu all den Livestreams Kicker, die uns immer Sonntag für Sonntag kicken und horchen und luden dort mal an, mal wenn ihr Titan und das kann passen, kriegen, mal einfach zu kommen. Die Gemeinschaft zu haben, miteinander, das ist gut. Ich rede schon 3 mit ein und er sagt, wie gut über Livestream zu kicken, aber er merkt dort, dass er möchte, er muss noch mal die Gemeinschaft haben. Und die Menschen zu begrüßen und die Nahen zu kommen und ein paar wieder zu vertellen. Das ist immer so ein Fan, da war ich zu tun. Und auch, wir haben Norman Loewen hier von der in unserem Meer. Pastor, hij wil ons van de Botschaft doen, dus ik sehr dankbaar dat hij heeft, dat kunt meelig merken, ons bad hier te komen, en de Herr wil ons de Botschaft te brengen. En ik dacht een beetje even nu over zijn Thema, dat hij een bulletin heeft. Wat is dat Geheimnis, dat ons groot merken dat? En daar willen we naar kijken. En ik dacht, met hem voets de Farge im Kopf, wat we ons Motto, Herr, du bist unser Vater. Und wenn Gott nicht uns Vater ist, dann was merkt uns Kraut? Das haben wir eigentlich nicht. Und so wollen wir uitvinden, was hij von der, was uns wird sein und was seine Botschaft uns wird kann lernen. So, ich möchte fragen, dass die Gesanggruppe wird abkommen, während die Gesanggruppe abkommt, werde ich uns die Bekanntmachung geben. Wenn die Bulletin haben, erstens Montag, den 28. Januar, als Elternabend bei der Schule, also all die durch Kinder in der Schule haben, morgen dort, dass der Elternabend wird sein, nu Montag. Der 2, dort ist passiert. Medwerk sagt das hier als Schulsitzung, aber dort ist das letzte Werk all geworden. Nummer 3, Freitag, den 1. Februar, Jugendstunde, alle Jugend sind total eingeladen. Nummer 4, 2. Februar, was war der Katechismus ungereicht sein. Und Nummer 5, ab Montag, also von morgen wieder, 2 Werk, als die Gelegenheit, die Feuerversicherung zu betonen. Durch ein Komponenten saß, also morgen dort all die sich eingeschrieben haben bei der Feuerversicherung, so kann ich betonen von Glock 5 bis Glock 9 so overstaan. Und dann haben wir da ein Bild, was wir da sehen in der rechten Seite. Missionsabend, Steinreich Bibelschule, Auditorium. Medwerk, den 30. Januar, zur Glock 7. Laut Steinreich Bibelschule jün an, dort die kann kommen, horchen. Der Redner ist Bill Kettler. Das ist ein sehr berühmter Mann, ein gleicher Mann, und seine Rede, die er hat, hat eine wunderbare Gabe zu reden. En worden ook Zeugnissen zijn en ook de muziek zijn van de Friesensfamilie. Zijn er nog andere Bemerkungen, die fehlen te geven? Waar niet zijn, dan vraag ik kunt op te staan zum Gebet. Und so mich vor, wir kommen diesen schönen Mars für die. Und ich danke dir, mich vor, dass du hast uns genug gegeben, dass wir waren dürfen von der Mars uns top treffen. Und dass wir dürfen die anbeten, dass wir dürfen horchen, was dein Wort sein wird. Und ich danke dir für jeder einer, der hier von dir erschienen ist. Ich bete, dass du uns wirst segnen. Ich bete, dass wir worden verändert worden rückgehen, dass wir nicht worden so rückgehen, als wir sind hingekommen. Dass jeder einer von uns, wer immer wir hier sind, uns Trost fehlt, uns Heilung fehlt, uns Wissen fehlt, uns Ladjetort fehlt zu fallen. Wir beten, Herr, dass du musst gelungen geben, dass du musst uns helfen, dass wir wollen erfrisch
von hier gehen nur den Gottesdienst und gefällt sein mit die, dass wir wollen von die reden und von die leben und dass wir dort wollen gekriegt haben, was wir haben wollen. Ich bete, Herr, dass du musst nur sein, jeder einer, der was fertig drehen hat, Frau kann den sehen durchan und Frau bloß an denen gehen wird. Wir laden die an und kommen sie mit uns. Das beten wir in Jesus Christus in Namen mit Danksagung. Amen. Bleib stehen zum Singen. Weil wir sehen, Licht dieser Welt, Herr aller Zeiten. Ich will rufen zu dem Herrn. Dat jij erboven zijn, dat we waren dat zijn, dus we kunnen verschillende groepen zijn. Mannen en vrouwen support. Dat zijn wat jullie twee zo'n weer het maats moet hier in de chart. Voor mij support kan, ik weet niet hoeveel van jullie wat zijn. Zo jullie ons van deel leren. Dat is einfach, mannen die dat zo zeggen zeg. Vrouwen zijn het dus vrouwen en dan wat ik dat alle tracht draaien. We worden eenmaal zijn met is zo schroef, want het zijn Frauen wat zijn voor klimaat dat we fan zijn. So die Mannen fangen an, die sagen, ich will rufen zu dem Herrn, und dann kommen die Frühen an, die sagen, du kriegst aus dem Mann, die man die kriegst du. Aber wir können schaffen. Ich will rufen zu dem Herrn. Schaffen, okay? So das soll einfach, wir singen, ich will rufen zu dem Herrn, der früher singt noch krack so, dann komme ich vom Bogen rauf, ihm allein sei Lob und Ehre, und danach, so entreißt mich meinen Feinden, und dann singen wir der Herr lebt, okay? Wir haben vom Anfang, singen wir durch, na dann zweimal durchsingen. Ich will rufen zu dem Herrn.
Das nächste wird sein Nummer 112. Sein Heft.
God is grace, nicht? Und wenn ich dann denke an die wieder, wenn wir sehen dann, dass Gott genug ist, dann wir können wir so sagen, das mal, dass von der sehen wir, Gott ist genug. Und er hat genug. Und er hat mit uns genug. Aber da kommt eine Zeit, wo Gott nicht mehr genug ist. Und das ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er nicht, um genug zu bringen, aber er kommt, um die Sünde nach Hause zu holen. Und die nicht an die Genug angenommen, wollen nicht die Genug wieder erfahren. Ich möchte uns nun die Gebetspunkte übergehen, die wir haben in unserem Bulletin. Von der sind die Jungen und Rütje gefahren, aber ich weiß nicht, was sie sind. Vielleicht sind sie gefahren, vielleicht sind sie allweil, vielleicht fahren sie noch. Und die sind nach Januar gefahren, aber wel links, aber sie sind. Wir wollen für ihn beten, dass sie eine gute Zeit haben, dass Gott ihn beschützen wird. Und dass sie sich einander enger verbunden werden und können Gott gewesen werden. Und für die Altenheimer, Arbeiter, Kommaturen, und besonders für Hänner Friesen, die in Altenheim Kilometer 14 ist. So, irgendwer mag wel einmal vor ihm besiegen, sind sehr willkommen und reden und weil wir am besegnen, dass wir können einmal sehen sein. Und wir will einfach für die Arbeiter sagen, beten, dass sie wollen, keine rechte Einstellung haben, mit den älteren Menschen top zu sein. Und ich denke an, wenn der Mensch alle ist, wo wir alle noch ankommen, dann dort zu treffen. Und das beste Ding zu tun, dass die kann positiv bleiben. Dort ist nicht ein leichter Ding. Und wenn wir dafür beten, dass sie kann heil sein, und besonders arbeiten nicht ihr Brot zu verdienen, aber für Gott die Arbeit zu tun, nicht? Und so wieder auch war für unsere Regierung in Mexiko, für die Mission in Cuauhtémoc, für die Deo-Schule, dieser Werk besonders für den See. Und an einem Punkt, was die da nicht berufen haben, ist Cornelius Zacharias, heißt von der war eine Kirche, weil Gott sehr dafür danken, dass Gott am Hof so weit gesund gemerkt, dass er kann eine Kirche sein. Und wir wollen wieder beten, dass Gott am Korn ganz gesund merkt, nicht? Am fehlt darum noch wieder die Gesundheit und wir dafür beten, dass er kann ganz gesund werden. Sind da andere Gebetspunkte, die wir von der sollen in Betracht nehmen, die wir hier würden nur Gott bringen. Sieht frei, ob und alle gesund, schöne Hafen anlegen. Gut ist dort, wenn wir nicht sind, dann würde ich freuen, uns Haupt wieder zu neigen und wir diese Dinge vor Gott bringen. Vor dem Himmel, auch immer wahrer Dank wie die, dass wir dürfen als große Gruppe vor die zu kommen und die unsere Anliegen zu bringen. Und Herr, von der denken wir auch besonders an unsere Jugend. Ich danke dir sehr, dass wir Jugend haben, der Mut, den sie haben. Und wir beten, Herr, wenn sie von der rückgefahren sind, dass sie vorhin vielleicht verschiedene Aktivitäten zu tun, dann bete ich, Herr, dass du mit ihnen sein. Ich bete für die Jugendlehrer, dass du ihnen die Weisheit geben, die Leu geben, die Mut und Kraft, was sie wollen brücken, um die Jugend anzuleiten. Ich bete, dass du ihnen dort alle geben. Ich bete auch, dass du ihnen beschützen wirst. Beschützen uns erstens mal für Sinn. Dass sie wollen die Dinge nicht sein, die die Welt anbieten wird, vielleicht Dinge, die den Menschen locken wird. Ich bete, Herr, dass du musst einfach deren Tau holen, wo die Jugend nicht sollen entchecken. Aber ich bete auch, dass sie wollen sehen sein in der Welt. Wenn sie es dort nicht fahren in der Chihuahua und sind vielleicht mal Menschen, die da nicht die können, aber dass sie da wollen sehen sein, dass Menschen wollen durchkehren und können die Früchte sein. Herr, wir beten auch von dir für die Altenheims, die wir haben. Wir danken dir, dass wir die Heimen dürfen haben. Aber wir beten auch ganz zur gleichen Zeit, dass du musst mit ihnen sein.
dat met de arbeideren zijn, met de commentaren zijn. Je bent creatief, dat ze worden kunnen denken, wat kunnen ze goed doen, wat kunnen ze beter doen. En moest die eindelijk die begeistering geven wat ze worden gebruiken om zo'n heim te leiden. En voor die wat te zijn dat die worden kunnen zien krijgen van de arbeider die erbij zijn en dat heim. Moest die de heimen zegenen. Beden ook al die erbij zijn. Beden dat die ook was ernten zijn van jou. En moest die besonders dichtbij komen met die geest dat ze worden die live en die jeem wordt spüren. Herren denken we ook van onze obrigkeit. Herr, we denken besonders van beelden van jou, besonders de koktemische president naar die brengen. Vooraf, dat is zit aan ons schoor en we mogen dat naar die brengen, want hij zich niet kon verzijn met de staalpresident en beden einfach waardelijk dat die moest door nu zijn en dat die was leiden en dat ze worden ook die live durchspüren en besonders dat ze zich worden aannemen en dat ze worden in een keeper schaffen. We weten dat ohne in een keeper te arbeiten kennt man op keine Weise wieder, nicht in den Heimen, nicht in der Kirche, nicht op de kolonie, ook nicht in een stad. En daarom mogen we die beiden dat die was nur zijn en het was leidend dat ze worden eindigheid kunnen schaffen. Herren, denk wir an die Mission, die wir auch tegelijkertijd in Thema kan. Dank die für Pastor John Loewen, dat hij de arbeiden deed. Ik bid, Herr, dat die was wieder nur zijn. De ganze Mission, Herr, we brengen die naar die. We beten dat immer mehr Menschen worden durch die Mission die fijn. En worden in de Mission wordt wassen, Herr. Dan mogen we die dan beten, Herr. Und die können sie auch nicht wiederkommen, beten, Herr, dass du wahrscheinlich nur sein. Herr, wir danken dir auch für unsere Dauerschule, die wir da haben. Und wir beten diese Werk besonders für sie. Herr, sie sind unbedingt von diesen Segen abhängig. Und musst die segnen, musst die nur sein, musst die Lehrer nur sein. Wir beten auch, dass du wieder die Gesundheit geben. Und auch die Kommentare, wie früher, dass du einfach auch persönlich segnen. En dan denken we ook aan Cornelius Zacharias. Ik dank die voor dat hij hier te jeen is. En dat die allemaal has so weit gesund gemerkt hat, weil wir die nicht verjährten Dankeschön zu sein. Und wir beten aber auch, dass die was am wieder die Gesundheit geben hat. Du wirst krank, was sein Körper noch fehlen hat. Und beten einfach wahrlich, dass die was dienen Wunderloten durch passieren. Und wir wollen die da loben und preisen und dass er was auch wieder auch die hochheben. Wir danken dir, was du tun wirst. Und ich bete auch in dessen Morgen wieder für Norman, Pastor Norman Loewen, dass die am was nur sein, sehen am, red durch am, schenk am Mut und Kraft, die Freudigkeit und die Gelotenheit, und musst du uns unsere Worten wieder aufmerken verdienen wird. Wir danken dir, was du tun wirst. Bitte um Jesus mit Danksagung. Amen. Gut, als nächstes habe ich ein Special Number. Ein Beitrag von Armando Peters und Susi Mortis von Salas. So bitte bringt Ihnen einen Beitrag hier, wir horchen ihn zu. See the work of your hands, galaxies spinning a heavenly dance. Oh God, all that you are is so overwhelming. And I hear the sound of your voice. All at once it's a gentle and thundering noise. Oh God, all that you are is so I delight myself in you, captivated by your beauty. I'm overwhelmed by you. God, I
so overwhelming. I delight myself in you, in the glory of your presence. I'm overwhelmed by you. God, I run into your arms, unashamed because of mercy. I'm overwhelmed by you. You are beautiful, oh God, there is no one more beautiful. You are beautiful, God, you are the most beautiful. You are wonderful, oh God, there is no one more wonderful. You are wonderful, God, you are the most wonderful. You are glorious, oh God, there is no one more glorious. You are glorious, God, you are the most glorious. I delight myself in you, in the glory of your presence. I'm overwhelmed by you. God, I run into your arms, unashamed because of mercy. I'm overwhelmed by you. I'm overwhelmed by you. Veel danken voor ons dat leid te zijn. Als nächstes gaan de kinderen naar de zinnerschool, de kleinste. En ik wil ons den tekst lezen, den wir im Bulletin haben. Wir werden vanuit dem Bulletin lesen, haben wir alle dezelfde Übersetzung. 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an seine Gestalt nach seiner großen Person. Ich habe ihn verworfen, denn es geht nicht, wie ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und da er denselben wehtat, richtete er auf über sie David zum König, von welchen er zeugte: Ich habe gefunden David, den Sohn Jesus, einen Mann nach meinem Herzen, der soll tun all meinen Willen. Als nächstes hier wir dann die Botschaft von Norman. Kirstwendiger. Ich wünsche jeder einem Gottes Segen und Frieden von der aus morgens. Und das will hier in das Gesang, das letzte, wie der Gott bewundern, wer er ist. Wie wundern und kijken, wo schmack Gott zit, wo schein er ist. Wo verken wir dort, wenn wir beten, dass wir Gott sagen, wo wir am Leben, wo wir am bewundern und wo herrlich er ist, nicht? Ich glaube, wir sollen immer mehr, ich finde das bei mir so, ich komme immer nach Gott und sage, was mir alles fehlt. Wo verken komme ich nach ihm und sage, wer er wirklich ist und wo schein er ist. Das ist wundervoll. Die wollen vielleicht wundern, was das meint, das Thema hier. Und ich dachte selbst so, was ist das Geheimnis zur Größe? Ist das überhaupt so, was klar wird? Was sei, was kann ich tun, dass mein Leben was teilt? Dass ich wer sie in Gott seine Augen. Und Bernie las uns all die Schriftstellen hierfür. So, wenn wir von der aus kijken, was braucht das, dass uns Leben was teilt? Dat ik een onderscheid merk dat ik hier zie. Oder was ist das Geheimnis von der Größe? Wo kommt das
dat ich bei Gott anerkannt sie. Wo kann ich bei Gott wer sein? Jeder einer von uns, wir sind gemerkt, wenn wir wollen wer sein. Gott hat uns gemerkt, dass wir haben besondere Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten. Und Gott sieht dort einen Haufen Zweig dafür. Was haben wir das dann nicht tun, dort wir dort sind, was Gott uns gemerkt hat. Wenn wir bei Hollywood würde fragen, was braucht zum groß sein, der würde wohl mählich sein, das braucht eine schmacke Figur, ein schmackes Gesicht, schmacke Haar, ich weiß nicht, was alle wird brauchen. Aber wenn wir würden Farmer fragen, was braucht zum groß sein, der würde sagen, du brauchst nie dran die Traktor mit GPS und der Wasserie und das und dort, dann bist du ein großer Farmer. Wenn wir würden Jugendliche fragen, was braucht zum groß sein, ich weiß nicht, was die alle würden sagen. Die würden vielleicht sagen, die müssen ein gutes Phone haben, die müssen so eine Chor haben, oder so einen Truck haben, oder so eine die ihre Baxen brauchen. Und das ist das nicht was. Wir haben verschiedene Wege, wo wir meten tun, wo groß wir sind. Das wird zu der Bibelzeit auch als steht. Samuel soll gehen frischer König merken. Gott hat diesen König verschmäht, was er wird, diesen Saul. Gott sagt, der ist nicht mehr zu Brücke zum König, go einen frischen König merken, go nach Bethlehem, nach Jesses Haus, und dann da ein Mann salbe zum König. Ich wollte wissen, wer das ist. Und Samuel sieht die Männer da, die langere Jungs, was er sind, und er checkt die Länge, und er läuft das essen, und das essen. Dann sagt der 1. Samuel, 16, Vers 7, und der Herr sagt zu Samuel, recht die nicht nur, wo dort lädt, oder du nur, wo groß er gewachsen ist. Diesen habe ich zu sie gesagt, der Herr recht nicht so aus dem Mensch steht. Ein Mensch sieht, wo einer von Büten lädt, aber der Herr kickt nur dort hört. Da wo wir von der Meier abkommen, dort hört, dort was der Unterschied merkt. Ich gleich den Bulletin, das Bild, was ihr da boven habt, von einem Mann, der Gott sein hört, das ist nicht ein Prediger boven, das ist nicht ein Prophet boven, das ist ein Vaquero boven, nicht? Das braucht nicht ein Prediger sein, das braucht nicht ein Prophet sein, das braucht nicht ein Sonntagsschullehrer sein, um ein Mann, der Gott sein hört zu sein. Gott checkt nicht, was das für ein Büte ist, Gott checkt nur das Hort, nicht? Gott sagt, unsere Größe wird festgestellt an dem, was für ein Charakter wir haben, nicht, was uns für ein Büte ist. Je nur dem, von was uns Hort gemerkt ist, dort ist, was das Hort ist. Wenn wir wollen groß sein, groß für Gott, hat alles mit zu tun, was uns Hort ist. So, wir wollen von der nur David sein Leben kicken. Ein von den größten Männern, kann ich sagen, was jemals gelebt hat, nicht in Gestalt, aber nur Gott sein Wille, nicht? Das David, das wird ein König, das ist uns bekannt. Er wie ein Hort, er wie ein Dichter, er wie ein General. Er hat viele Psalmen geschrieben. Er kann Königreich getauft bringen. Er wie ein Riesendautmerker. Er hat unglaubliche Dinge verbracht in seinem Leben. Aber welche Gott wird nicht beeindruckt von den Dingen, was David tut. Was Gott von David beeindruckt hat, wir sein Hort. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, hier wir auch all, ich würde noch ein Plattdeutsch lesen. Als er Saul wahrgenommen hat, möchte er an David zum König, den er das Zeichnis gibt und sieht. Wer gibt das Zeichnis? Gott. Er sagt, ich habe in David, Isai seinen Sehen, einen Mann in meinem Hort gefunden, der alles tun wird, was ich haben will. Ich habe in David, Isai seinen Sehen, einen Mann in meinem Hort gefunden, sagt er. Ein Mann, der Gott sein Hort. Bist du so ein Mann? Bist du so eine Frau? Er ist ein Jugendlicher, er ist ein Kind. Ich soll vielleicht fragen, was die sollen sein? David hat ein Hort für Gott. Wollt ihr wie weiten, was von Hort eine Person hat? Oder was von Hort ich habe? Wir wollen noch vorher Dinge checken, was wir können brauchen, um uns testen, als wie ein Mann und Gott, oder eine Frau, oder ein Jugendlicher, oder ein Kind und Gott sein Hort sind. Das sind vorher große Tests von uns Hort, und das sind sehr einfache. Ein Test ist Sinn, ein Test ist Stress, oder Stress, ich weiß nicht, wie das sein. Und ein ist der Dienst, in dem Dienst, was wir sind, und der andere Test ist Erfolg. Diese Tests sind in jeder einem von unseren Lebensspannen. Und wir wollen kijken,
Wo ging David damit an? Wo war David seine Reaktion auf Sünde? Das wir Buße. Wenn David gesündigt hat, seine Reaktion darauf wir Buße. Er hat ein weiches, empfindliches Gewissen. Wenn David sich versündigt, er stand da tau. Wie weit da wieder Dinge, Tide, wo das mit mehr Zeit braucht, aber er verstärkt nicht seine Sünde ab allein. Er sagt in einem Psalm, er hat das versagt zu tun, und seine Knärkes wollen verdrehen, er hat versagt zu tun, sagt er. Er verstärkt seine Sünde nicht. Er sagt nicht nur Entschuldigungen. Er versagt auch nicht, das wahr zu erklären, dass das nicht wir. Wenn ihm die Sünde vergeholt wird, dann sagt er, du bist recht. Ich habe gesündigt. Er wird sehr empfindlich, sehr feinfühlend, und er wird geschwindreit zum Bekennen. Er sagt im Psalm 51, Vers 1, 5, das sagt, das ist das. Ein von David seine Psalmen fertig sehen, geschrieben aus dem Prophet Nathan, der Abend kam, als er sich mit was selber aufgegeben hat. Gott lot deine Gnade über mich so groß sein, als deine Treue geleib ist. Donne als dein Jammer hat groß ist, reinige mich von meinen Sünden. Wasch mich aus dem Grund, dass ich nicht anrecht gehe, und reinige mich von meinen Sünden. Ich sehe meine Verschuldigung an, und meine Sünde steht immer vor mir. Er wird nicht blind geworden zu der Sünde, er hat auch nicht wahr erklärt, die wir da. David sein Gebet wird das, nur dem, dass er fremd gegangen wird. Ein anderer wird, wie würde sagen, er legt die Karte alle auf den Tisch. Wenn wir Karten spielen, wir holen immer ein bisschen der andere Spieler, den ich sein, nicht? Dann auf einmal leider die Hand, das was ich habe, das will ich sehen. Das was David tut, er legt seine Karte auf den Tisch. Er sagt, ich habe gestrauchelt, ich sehe Unrecht, ich habe mich versündigt. Er tut sich nicht entschuldigen, er verstreitet das nicht, er beschuldigt nicht Gott selber. Er ist aufrichtig zu Gott und er sagt, ich will Buße tun. Ich sehe Unrecht, ich habe gesündigt. Das ist das erste Zeichen, nur Gott sein Wort. Die Bibel sagt, immer die Wahrheit, lang an, unsere Bibel, das Wort Gottes, das ist die Wahrheit, ja? Wir nennen das die Bibel und wir wollen aber kein Buch finden, wo mehr Mord, mehr Vergewaltigung, Rape, Blutschande und Probleme und so weiter geschrieben sind, als in der Bibel. Das ist alles in der Bibel. Wenn die Bibel redet die Wahrheit. Die Bibel redet nicht bloß die guten Dinge von den Menschen, aber alle Dinge. Wenn jemand beschrieben wird, dann wird ihm das Beide beschrieben. Auch David sein Leben. Als George Washington Präsident wird in den States, dann wird von ihm ein Bild gefahren. Und er hat bloß auf eine Bedingung, die Freiheit dort zu tun. Er sagt, geh vor mir, da kriegst du noch, was ich sehe, mit Wraten, Tauben und alles. Nicht Dinge uitloten, was er nicht soll sein. Das wenn wir von der Bilder aufnehmen, dann haben wir da allerhand Weh von den Dingen auflassen, was wir da nicht gleichen, nicht? Rote Plaken, Gesicht und so weiter, dann sieht das Bild vollkommen. Aber das ist dann nicht mehr, wer wir sind. Er sagt, vorf mich mit Wraten, Tauben und alles. Die Bibel vorf David mit Wraten, Taub. Das sagt, er wie ein König, er wie ein Dichter, er wie ein gewaltiger Lehrer, aber er hat Lehen. Er hat betrügen. Er hat Hurerie gedreven. Er wie ein Mörder. Wir lesen aber auch von seinem Erfolg, aber auch von seinen Straucheln. Weißt du, wir brauchen nicht perfekt zu sein, um ein Hort nur Gott sein Hort zu haben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Wenn wir sollen perfekt sein, wir können ein Mann nur Gott sein Hort, ein Frau nur Gott sein Hort sein, dann würden wir das nicht merken. Weißt du, viele Menschen in der Bibel, die wurden genannt als Männer Gottes, als Früh Gottes und so weiter. Aber das ist bloß ein Mann, was wir finden, was wird genannt hat, ein Mann, der Gott sein Hort wir. Und das wie David. Wie würde sagen, er wie ein großer Sünder, aber er wie ein großer Bekenner. Wir brauchen nicht perfekt zu sein, um eine Person, der Gott sein Hort zu sein, aber wir müssen ein großer Bekenner sein. David sagt im Psalm 51, Vers 17, ein verängstet, gebrochenes Hort wirst du, o Gott, nicht verachten. Ein Hort, das reidet zum Beigeben, reidet zum Bekennen, reidet zum Buße tun, das wird Gott nicht verachten. David, der glaubt an einen vergebenden Gott. Er konzentriert mehr an Gott seine Vergebung als an seine Sünde, was er getan hat.
Hij kijkt alle, wo gut Gott wir, ist wo schlecht hij wie warst. Dat moet wir auch. Je alle wir an die Dinge konzentrieren, fokussen, was wir auch getan haben, je schwander wat ons leven zijn. Maar je alle wir an dort fokussen, wer Gott ist, und wo hij vergeben hat, je beter wird es schaffen. Wenn wir unsere Vergangenheit nicht mitschlafen, dann müssen wir nicht einmal durch die Hand checken, dann müssen wir nur Gott sein, die Not checken. So der David dort. So tun die viele Menschen betrogen zu denken, wegen meiner Vergangenheit kann Gott mich nicht mehr brauchen. Und das ist auch recht. Wenn so tun die an die Vergangenheit erinnert, dann sei am, was seine Zukunft ist. So tun, weil uns immer an die Vergangenheit bringen. Und das ist falsch. Lot die dort nicht verschmieden vom so tun, was deine Vergangenheit ist. Du brauchst nicht perfekt zu sein, aber hast dich reit zum Busse dann. Hast dich reit sein, rechte Tod zu stehen. So, wenn wir unsere Horte aufschätzen, indem wir David vergleichen, was sagt das dann? Wo reagiere ich, wo stelle ich mich ab, wann sind es in meinem Leben jemand mit dir verhält? Verstreite ich dort? Entschuldige ich mich, dass es wenn dort und wenn dort und wenn jant? Oder versichere ich mich terecht vor dir, na, ich bin krank und ich habe nicht Gegenstand in verschiedene Dinge? Oder sage ich bloß, ich bin recht, ich der Busse? Oder lasse ich diese Dinge abstupseln in mein Leben? Ein Mann, nur Gott sein Hort, hat ein Bus fertig Hort. Der nächste Test ist, wenn es mit Stress kommt, was der David? Er hat ein vertrauensvolles Hort. Wenn er in schwere Zeiten ankommt, er vertraut Gott. Wenn die Menschen von der ersten Tag erfahren mehr Stress als David in seinem Leben hat. Psalm 118, Vers 5 sagt, als ich verlegen wir, raubt ich um Herrn. Der Herr antwortet mich und stellt mich frei. Er sagt, der Herr ist mit mir, ich will mich nicht fürchten. Und ich glaube, David fürchtet sich, als er das sieht. Er sagt, der Herr ist mit mir, ich will mich nicht fürchten. Er muss sich das selbst sein. Er sagt, was können Menschen mir tun? Einmal war er mit trägt und noch an, er muss Gott vertrauen, nicht Menschen. Und David hat viel Zeit in seinem Leben, wo er muss dran für sein Leben. David hat viel gekriegt mit dem Oberländer, was Rama wäre. Er kämpft mit Riesen. Er muss wachran für den Saal und sich in Heulen verstärken. Für viele Jahre, nur dem, dass er zum König gesagt wird. Er hat unglaubliche Familienprobleme, das David. Seine Familie, das wir eindeutig anders. Er hat ein Sohn, was seine Tochter vergewaltigt hat. Der andere Sohn, der mögt diesen Sohn dort, wenn dort. Er hat einen Sohn, der will am den Thron wegnehmen, und dem wird auch umgebracht. Und er sagt, Absalom, Absalom, ich will, Mr. Schuld, dass du dort bist. Am wieder Schuld, er trüht am den Sohn, was am will vom Thron steht. Er hat viele tragische Dinge in seinem Leben, wo er mit Leben hat. David sagt, ich bete, ich vertraue, ich gehe vorwärts. Weil die Maut ist nicht ohne Furcht zu leben, sondern Maut ist ohne Furcht vorwärts zu gehen, auf Gott zu vertrauen. Maut ist, wenn wir nicht abgeben dürfen, nicht die Furcht Freiheit geben. David sagt, Gott ist mein Fels, Gott ist mein Schutz, Gott ist meine Burg. Und ich vertraue Gott. Und das fingen wir immer weiter in den Psalmen. Er sagt im Psalm 73, Vers 26, mein Körper und mein Hort mähen versehen, aber Gott ist die Kraft an mir und wird dort ewig bleiben. Er sagt das all, das kann bitte kommen, dass sein Körper, der wird anfallen, Saul wird ihm anbringen, was immer wird passieren, oder seine Sehns wird ihm vom Thron stehen und Amlute anbringen und so weiter. Er sagt, die mähen versehen, aber Gott ist die Kraft an mir und wird dort ewig bleiben. Ich glaube, David muss sich das immer weiter selbst auch sein, wenn er in seine Troubles hineinkommt. Und jeder einer hat Angst, den Goliath durchzunehmen, oder mit denen zu kämpfen. Die sehen, der wird zu groß. David sagt, das ist zu groß, damit ich den nicht treffen will. Er sagt nicht, kriegt die wird,
Aber hij sagt, dat we eine große Möglichkeit und dat wir Sieg. Hij wil nicht mal soll seine Waffenrüstung tragen. Hij sagt, Gott ist alles, was ich brauche. Aber wir haben alle unsere Deel, wo wir dull sind, wo wir uns leicht fühlen, wo wir depressed sind. Und depressed sein, dull gedreckt sein, ist nicht Sinn, sondern was wir damit tun. Dull gedreckt sein, oder depressed sein, das ist ein Warnungslicht. Das sind unsere Fahrt hier in den Dashboards, das sind Lichtertjes, was da angehen. Wir wollen schon mal, die kommen nicht an, aber auf einmal kommt einer das andere an, nicht? Dann weißt du, das steht, du musst die am Kamera, das Wut ist leer, oder Schmerz leer, oder was immer das ist. Du musst die Kameran. Depression, das ist ein Warnungslicht. David schreibt etliche von seinen besten Psalmen, als er bedrängt ist, als er depressed ist. Psalm 116, Vers 10 sagt er, ich bleib treu, sogar als ich sehe, ich war über sehr geprägt. Er sagt, ich bleib treu dann, als ich sehr geprägt werde. Wenn er sehr geprägt wird, dort wird es eine Zeit, wo er ganz doll wird. Da muss wir auch sagen zu uns, wenn wir in diese Zeiten ankommen, treu bleiben und nicht abgeben. Das ist erst einmal, wenn wir Bilder nehmen, dann haben wir die Kameras mit den kleinen Rad dabei, wir nennen das Negatives. Wenn der fertig wird, der Fall wird, dann braucht wir die weg, dann wird in eine düstere Stunde angenommen und dann wird mit einem starken Acid der gewaschen, dass es schmacke Bilder gibt. Das muss eine düstere Stunde sein und der Acid, der muss so stark sein, dass es ein schmackes Bild gibt. Wenn wir durch schwere Tiden, düstere Tiden gehen und das so viel das Acid, das fragt uns ab, dann muss wir dann denken, Gott will ein schmackes Bild rausbringen, nicht dort. Das ist, was in David sein Leben tut. So, wo handel ich oder wo handelst du mit Stress in deinem Leben? Haben wir dann ein ängstliches, verzweifeltes Hort und weiß nicht, wo wir hin wollen? Oder haben wir so ein Hort, das David hat, wo er sagt, ich vertraue Gott. Gott ist mein Fels, Gott ist meine Berg, Gott ist, auf wem ich mich verlassen kann. Viele von uns gehen dort einmal durch. So ist es mit den Bilderwascherei, nicht? Warum denke ich, Gott will ein schmackes Bild herausbringen? David seine Reaktion zum Dienst wie ein Hort von deinen. Er deut nicht bloß, wenn ich mache das tun, er deut, wenn er hat ein Hort von deinen. Er wird wahrlich zu tun, was Gott will, dass er wird tun. Wir lesen den Vers noch einmal in der Apostelgeschichte 13, Vers 22. Da sagt Gott, ich habe David, Isai seinen Sehen, in Mann und meinem Horten gefangen, der alles tun wird, was ich haben will. Ich tue nicht einmal alles, was Gott haben will, dass ich tun soll. Das du? Kann Gott von dir sein, die das einmal alles, was er will, dass du sollst tun? David, der hat ein Hort von dein. Das will nicht, dass er bloß versucht, seine Pflichten not zu kommen. Dass wir am angeboren, oder was ich mal sagen, nicht angeboren, aber dass wir something, was er an sein Hort hat. Etliche Tekens von dem Hort, was dienstbereit ist, er wir mit ganzem Hort bitte sagt. Psalm 119, Vers 10 sagt, ich segne die von ganzem Horten, lot mich nicht von deinen Geboten aufirren. David sagt, ich segne die von ganzen Horten. Das ist anders als wie Ferken sein, nicht? Ferken sein wie Lauwarm, wie sein, lot das wem dort tun. Ich habe sowieso nicht Zeit, ich sehe drauf mit meinem Leben. Aber was kriegt ihr alle an mir, dass ich das soll tun, denken manchmal, nicht? Sehe ich in deiner? Ist das nicht manchmal ein bisschen unsere Einstellung? Für viele Menschen ist es. Sie wollen nicht andere Menschen dienen und nicht wirklich Gott dienen. Sie wollen für sich selbst leben. Gott hat mir das Leben gegeben, ich will für mich selbst leben, nicht? David nicht. David hat ein dienendes Hort. Jesus sagt, auf einer anderen steht, wer unter jüngst will groß sein, der soll ein Diener sein. Größe kommt von deinen, nicht von bedient worden. Wir wollen nie nicht groß sein in Gott sein Recht, wenn wir nicht wollen sein zu dienen. Zweitens, David wird konzentriert. Er wird gefokust auf die Dinge, was er will tun. Er lässt sich nicht auflenken von irgendwelchen Dingen. Wenn die Männer am wollen bereden, check mal hier, nu hast du gelernt, das soll dort zu merken. Er lässt sich nicht auflenken.
Er lässt sich nicht bereden. Er sagt, das ist ein Gesalbter Gottes, ich kann meine Hand nicht an den leihen. Mein Tag ist noch nicht hier, noch ist das nicht so weit. Er wird konzentriert. Er sagt im Psalm 119, Vers 37, lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen. Beleef mich mit nieuwe Kraft. Lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen, sagt er. Das ist ein guter Vers zum am TV-Screen anbauen, nicht? Lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen. Hij merkt, wofür wir uns auflenken lassen von nutzlosen Dingen. Vielleicht nicht mal schlechte Dinge, aber nutzlose Dinge. David wird konzentriert. Er will Gott dienen, wenn dort wir, was talen wird. Lenk meine Augen auf von nutzlosen Dingen, sagt er zu Gott. Also es gibt Dinge, die nicht wirklich artig sind, aber auch nicht unbedingt nötig sind. Du kannst immer noch Christ bleiben und viele Dinge tun. Aber warum David das? David dient Gott mit dem ganzen Hort. Er wird konzentriert auf seinen Dienst. Und drittens, er wird aufopfernd. Er wird wirklich ein Opfer zu bringen. Am wird ein Down, wenn ihm das was kostet. Und am wird nicht mal bloß ein Down. Er will das haben, soll das was kosten. Ein Pass aus der großen Krankheit, da wir, nur dem, dass er sich versündigt hat, und Gott sieht, er wird viele Menschen anbringen, durch eine Pestilenz wird durch im Land kommen. Dann auf einmal, dann ist die Pestilenz Eva, dann will er ein Opfer bringen, dann sagt es ein Mann zu ihm, guck mal hier, ich habe hier das Draschplatz, ich will die den geben, ich will die Asse geben, ich will die das Halt geben, dann kannst du in den Altar geben, dann kannst du hier gleich ein Opfer bringen. Das ist in 2 Samuel 24, Vers 24, dann sagt es, über die König seht, und das König wie David, nee, ich will die dort aufgeben. Ich will nicht ein Opfer für den Herrn, meinen Gott, merken, von dort wird mir nichts gekostet hat. Und so kauft David den Draschplatz und die Rinder für 50 Silberstücke. Er sagt, ich will nicht Gott ein Opfer bringen von irgendwas, was Menschen mir bloß gegeben haben. Mir muss das was kosten. David hat das klar, Gott dienen wir nicht umsonst. Das wir nicht bloß boven ever. Das kostet mir was. Er wird aufopfernd. Er will das nicht bloß von seinem Überfluss tun, oder von gegebenen Sachen. Und alles, was wir haben wir sowieso von Gott gekriegt, nicht? Was kostet uns dort, Christ zu sein? Ich glaube, in uns Land, uns kostet das nicht wirklich sehr viel. Wenn die Regierung hat nicht ein Gesetz, was du jeden als Christ zu sein. Viel mehr ein Gesetz, was uns Christ diverse Mote beschützen wird noch. Aber groß sein kostet Opfer. Wie denke ich manchmal, mit wie wenig kann ich wegkommen und dann ein Christ bleiben? Mit wie wenig kann ich Gott dienen, dort immer noch was teilen? Wie halbherzig kann ich bei der Sache sein? Durch die Dinge dankbar, oder sie ich vergrünzt, dass ich das noch mal tun für Gott? David, er wie ein Mann, nur Gott sein Hort. Wenn er sündigt, dann tut er Buße. Er wird wirklich Buße zu tun. Wenn er Stress wird, dann dreht er sich nur Gott und vertraut ihm. Und wenn er dient, dann vertraut er auch Gott mit ganzem Hort. Und er wird wirklich Gott zu dienen. Und sein Hort wird ein Hort von Dienst. Und dann, zuletzt, der 4. Test, der kommt, ist wie, wenn wir die ersten 3 Tests merken, der 4. Test kommt auch. Erfolg. Was wird David seine Reaktion auf Erfolg? Das wird demütig gehört. Er bleibt demütig, wenn Gott ihm einen großen Erfolg gibt. Gott will, dass wir in Erfolg sind. Er will Erfolg bringen in mein Leben und in dein Leben. Um uns Typ ernannt zu führen, und dass wir so einen Charakter kriegen, ist Gott will, dass wir sie alle haben. 1. Samuel 18, Vers 14 sagt es, David hat golden Erfolg an alles, was er tut, weil es der Herr mit ihm wird. Was ist der Herr mit ihm? Gerade wenn er die ersten 3 Tests merken tut. In allem, was er tut, hat er Erfolg. Vermutlich wie er der erfolgreichste Mann, was jemals gelebt hat. Nur dem, dass er Goliath durchgenommen hat, wird er nationaler Hero. Sein Name wird überall bekannt. Menschen schreiben leider und singen leider von ihm. Die singen Saul hat diesen geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Sie preisten und lobten diesen jungen David. Die Bibel sagt, ganz Juda in Israel, die liebte David.
Sie gleichte den. Hij hat ein Erfolg nur den anderen. Hij wie Mr. Famous, hij wie Mr. Popularity. Wo verdreu wie loop? Oder wo verdreu wie dat, wann wir Erfolg haben? Vielleicht Erfolg in materiale Dinge. Brück wie dat für uns alles selbst ab? Verdreu wie dat ein gutes Leben zu haben, ein leichtes Leben zu haben? David geeft immer weiter alle ihr nur Gott. Er nimmt nicht den Kredit für sich. Er leitet nicht in seinen Kopf anstehen. Jemand hat gesagt, der Mensch, das ist eine abfallende Kreatur und der Einzige, und der den auf die Schulter klappert, dass den der Kopf anfängt zu wachsen. Das meint, dass der noch den Kopf ansteckt und er steht im Hort an. Weil die wenige von uns verdrehen viel Wort von Verherrlichung und Preis. Sehr wenige Menschen verdrehen dort, wenn sie viel Erfolg haben. Die wurden leicht reuniert dadurch. Wo wen? Jesus sagt, die kennen nicht Gott in den Mann und deinen. Und das kommt immer drauf an, nicht, wenn wir Erfolg haben, und wo wir nicht deinen. Das gibt wenige Menschen, die finanzieller Erfolg verdrehen, ohne reuniert zu werden. Scheint sie wie verdrehen besser, eigentlich, als Verherrlichung, nicht? Wenn alles großartig geht, dann stehen wir immer wahr vor Gott zu verjeten. Wenn die Dinge schwer gehen, dann erinnern wir uns, nur wem wir ropen wollen, nicht? David seine Anstellung im Psalm 115, Vers 1 sagt, nicht uns, o Herr, nicht uns, aber deinen Namen jafte ihr, willst du so treurig und leiftulich bist. Er sagt nicht, mir trafte ihr, die trafte ihr Gott. David gibt alle Kredit und Verherrlichung nur Gott. Er lässt sich das nicht in seinen Kopf anstehen. Wenn er gelobt wird, dann sagt er, Gott, nimm du die ihr, das ist dein Kredit. Er hat ihn damit getan. Wo kann David so ausgelegt sein, so gebalanced sein? Wo tut er dort? Wenn er wisst, die Wahrheit. Er sagt im Psalm 75, Vers 7, der 8, du hast keiner am Osten oder am Westen oder in der Wildnis, der ein Mensch erheben kann. Aber dort ist Gott, der der Rechten tut. Er stellt einem Lech, den anderen Hecher. David wusste von persönlicher Erfahrung, dass es dort wäre. Das wäre nicht die Menschen, die am Hochstahlen oder raufstahlen, das wäre Gott, was dort in Kontrolle wäre. So, da wäre eine lange Zeit von dann, als er als Hort, als König gesalbt wird, bet er schließlich König wird. Samuel nahm ihm nicht mit von den Staaten, der ihm da sagte, soll nicht erst die Rauf, was das kleine David hier König sein. Da wäre eine lange Zwischenzeit. Da wäre nach mehreren Jahren zwischen. Saul versucht ihm nach langem Tod zu merken. David ran für sein Leben. Er verstürkt sich. Und so weiter. Und dann, als Gott ihm sieht, was er wurde, von dann, als Gott ihm sieht, was er wurde wird, betet bei dort wir mehrere Jahre. David überlangt nicht nur die Kraft. David wird Gott auch Saul dort merken, dann wird er in Kraft gewesen. Aber er langt da nicht nur. Er lügt. Er sagt, Gott ist in Kontrolle. Er lügt auf Gott seine Zeit. Er wird damit ja Mann. Vielmal Menschen, die das dollste lange und Kraft zu sein sind, die das wenigste fähig sind zu tun. Aber David sagt, ich vertraue Gott. So, wenn wir uns selbst aufschätzen, wo vertrauen wir Erfolg zu haben? Wenn alles gut geht, beten wir dann weniger? Ich finde das in meinem Leben so. Wenn alles gut geht, dann ist es leichter zu verjeten, viel zu beten und Gott zu danken. Wenn alles gut geht und wundervoll ist, dann lot wie das geistliche Leben mit mir, nicht? Dann fehlt uns nicht so nötig, die Bibel zu lesen. Dann kommen wir mit wieder auf von Gott, nicht? So das Leben geht so gut und das so fein, verdrehen wir dort. Diese Feierqualitäten, oder diese Feiertests, sind die, was mir stärker sein wird, wenn wir nur eine große Person kirchen. Wenn wir nicht geneigt sind, nur demütig kirchen, oder nur deinen das hört, oder nur ein Busfeld hört, dann kirchen wir nur das Anrechte. Aber gerade das sind die Dinge, wo Gott nur kirchen hat. Ein Mann, oder eine Frau, oder ein Jugendlicher, oder ein Kind, nur Gott sein Hort zu sein, dann brauchen wir diese Dinge. Dann brauchen wir dort wir Buße tun.
dan bruk we dat we God vertrouwen doen. Dan bruk we dat we in deinen het hart hebben. En God geeft erfolg. Wie denk je manchmal, Gott kijkt vom Himmel rauf en pickt sich die Menschen uit. Dessen en dessen en dessen, dem wordt mal meer die Gebetserhörungen geben. Dem in den zijn leven wordt Wunder doen. Dat eeuwig, dat zijn middelje Christen. Middelmäßige Christen. Und sind es da überhaupt nicht. Die Bibel lehrt uns nicht, dass wir mittelmäßige Christen sind. Wir sind alle unique, alle einzigartig. Das ist nicht einer, wem Gott nicht kriegt von besonderen Dingen gemerkt hat. Gott will in jeder einem, und Gott hat für jeder einem einen besonderen Zweig auf dieser Erde. 2. Chronik 16, Vers 9 sagt, der Herr hält die ganze Erde im Öl, um die Bietestunden, was am mit einem angedeelten Tod vertrauen. Mit einem angedeelten Tod vertrauen. Nur so eine Menschen kijkt Gott. Er kijkt nicht nur mittelmäßig Christen, er kijkt nur so eine, was mit einem angedeelten Tod vertrauen doen. Gott kijkt nur Menschen, was er brücken kann, nur Menschen, wem er segnen kann, nur Menschen, wem er kann Erfolg geben. Und so weiter. Wenn Gott ans Hort wird exreden, was wird er bereitkommen? Was wird er sein? Wird er ein bußfertiges Hort fängen? Oder wird er wiesen, das ist nicht meine Schuld. Der andere wird der andere. Ich sehe euch so schlecht, alle Mann dat je das. Oder wird er fängen, das ist bußfertig. Ich sehe Anrecht, ich habe Anrecht getan. Wird er ein vertrauendes Hort fängen? Oder wird er ein ängstliches Hort fängen? Gott, ich vertraue dich, oder Gott, ich weiß nicht, was es wahr wird. Wenn wir auch nicht weiter, was es wahr wird, wie können wir danach Gott vertrauen, nicht? Und wenn es bei dem Dein nicht kommt, wird er bei uns, wird er bei mir, wird er bei dir in deinen das Hort fängen? Oder wird das Hort sagen, ich sehe zu Druck, kann es nicht sein? Ich habe so viel Sorge in meinem Leben, so viele Schwierigkeiten, als die das nicht deutlich, dass ich nicht kann, deinen das Hort haben? Oder wird es wissen, ich habe deinen das Hort? Dort wird der Unterschied merkt. Wenn die in meinem Leben schwor gehen, muss wir sagen, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist meine Burg und der Herr ist mein Fels. Gott kijkt nur Menschen, wem er brücken kann. Einige von uns denken vielleicht, Gott hat mich den mittelmäßigen Christ gemacht. Das ist nicht so. Gott will nicht, dass wir mittelmäßig sind. Gott will nicht, dass wir bloß auf ein ungefähr passen. Die Bibel lehrt, dass Gott Menschen brücken will. Er will die einzeln brücken. Gott will Menschen segnen. Gott will Menschen groot maken in seinem Reich. Und dort fängt an, dass wir uns Hand geben und dass wir willens sind, in deinen de Tor zu haben. Hingabe sagt, Gott, ich sehe nicht perfekt, aber mehr als alles andere möchte ich ein Hort nur deinem Hort haben. Mehr als die Millionen, was ich noch will, für deinen das Leben, will ich über ein Hort nur deinem Hort haben. Ich will dort noch lieber als Anerkennung haben. Ich will noch lieber dort tun. Gott segne so eine Person. Apostelgeschichte 13, Vers 36 sagt noch ein Ding von David. Und dort sagt, als David an seine Zeit getan hat, was Gott verlangt, starb er. Er starb. Kriegst du einfach. Als David in seiner Generation, zu der Zeit, was er auf dieser Welt wir, dort getan hat, was Gott von ihm will, dann starb er. Was für bessere wird wir finden, zum auf uns Grabstein lassen abtun ist dort. Mit Wahrheit auf selbstverständlich. Was für bessere wird wir finden, als dieser zu seiner Zeit getan hat, was Gott von ihm verlangt, starb er. Dort wird ein ganz erfüllt Leben wiesen, nicht? Er deint den Zweig, wo Gott ihm gemerkt hat. Er deint dort in seine Generation, was in seine Generation zu tun fehlt, der ich arm. Er deint den Zweig, für was Gott ihm gemerkt hat, und dann starb er. Dann ging ihn Herrn. Wenn wir sterben, möchten wir, dass Menschen das von uns können sein, nicht? Die haben dort getan, was Gott wollte, dass sie tun würde. Er hat Gott sein Zweig in seiner Generation gelebt, und dann starb er. Ich hoffe, dass Menschen das für mich sein können, aber nach allem hoffe ich, dass Gott das für mich sein wird.
So was hält uns trägt, um wirklich die Person Gott sein Hort zu werden? Was hält die als Ehemann trägt, ein geistlicher Lehrer in dein Heim zu sein? Oder was hält die als Frau trägt, deinen Mann Mut zu merken, um zu unterstützen und zu respektieren, die geistliche Leitung im Heim zu haben? Licht durch Schuld fair, du hast ein Jähnmädel dafür, ein Büsfertig Hort. Gott sagt, verjährt dort nicht, verjährt dort. Ich bring dort nicht mehr, verjährt dort und go verweg, verjährt deine Zukunft. Hier hat man an deine Zukunft, Vergangenheit houden. Zukunft, check mal deine Zukunft, verjährt deine Vergangenheit. Check mutig verweg. Oder leg Stress ver. Gott sagt, vertrau mir, ich sorge für dich. Ich sehe den Meister, du bist der Knecht. Der Meister garantiert den Knecht, dass er wird den geben, was er braucht, zum Verweg kommen. Oder ist es der Dienst? Ich sehe zu Drag. Ich kann das nicht. Ich kann nicht jedem sagen, was das tun. Moses sagt, ich kann nicht schwere tun. Sag wem du, fing wem, wer das tun kann. Aber ich kann das nicht tun, sagt Moses. Und Gott wird noch nicht durch mit ihm. Und er ist mit mir in die auch noch nicht. Wie sei, wir brauchen über nach Zeit von uns selbst. Bei Vierten, dann wird das Leben sehr langwierig, wenn wir von uns selbst leben. Und wenn das Leben langwierig wird, dann hast du auch ein Jähnmädel für. Je hebt dein Leben zum Dienst für andere Menschen und für Gott. Je hebt alles im Leben gut. Dann sei dankbar, dank Gott dafür, wenn dein Mädchen hört. Aber ich will es das sagen. Gott, ich sehe nicht perfekt, aber mehr als alles andere möchte ich eine Person nur dein Hort sein. Dort merkt die Dere, dort merkt die Furten und alles ob zum brauchbar sein in diesem Leben. Jesus sagt es das. Nur dem, dass er die leiderischen Volk hat bekeckt, dann sagt er Matthäus 20, Vers 25 und 26, dann raubt Jesus an nur sich und seht, seine Jünger raubt ihn nur sich und seht. Die weiten, dass die Leider von den Völkern eben an Raum kommandieren und die Macht even Gewalt. Er sagt, dort weit die. Dann sagt er, man könnte aber soll das nicht so sein. Wer man kind groot sein will, moet sich even den Nächsten sein Knecht sein. Ein anderer wird den Nächsten zu dienen. Dort ist wahre Größe. Weil wir uns heute zum Gebet. Vater im Himmel, du bist ein wundervoller Vater, ein herrlicher Vater. Du bist ein Schutz, du bist eine Burg, du bist ein Fels, auf wem wir uns verloten, auf wem wir vertrauen können. Du bist gerecht und du bist gnädig. Du verzeihst uns, wenn wir bösfertig nur die kommen. Du bist ein wundervoller Vater, der uns gemerkt hat, dass wir die deine können. Und dass du hast uns die Freudigkeit dort zu tun und den Mut dort zu tun. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Herr, dass du uns gemerkt hast, dass wir alle Erfolg haben in das Leben. Erfolg am Dienst für dich. Du hast uns gemerkt, dass wir keine groß sind, dass wir keine Menschen nur deinem Hort sind. Da danke ich dir für. Und ich danke dir für jede Person, von der aus morgens, wer hier ist und wer hier ist. Wenn in jeder einem hast du einen besonderen Zweig gemerkt und ich danke dir für jeder einen. Und ich freue mich, dass jeder einem was sehen, den Mut, die Kraft und die Wahrlichkeit geben, dort zu leben und dort zu sein, wo du uns und jeder einem von uns gemerkt hast. In Jesus' Namen. Amen. Wir sehen, großer Gott, wir loben dich, wir stumm für das Leid. Oh
Waar we ons op neigen te zegen. Almachtig, liebender Vater am Himmel, ik vrees du worst iedereen im zijn, waarvan hier jet, in dem dat hij moed, kracht en vrijheid heeft, im dienst een grote persoon te zijn in die rijk. In Jezus' naam. Amen.